Wir sind hier auf den Feldern von Mythodea, auf dem Conquest von Mythodea 2022. Conquest ist das größte Lab der ganzen Welt. Die Masse an Menschen, auch in den Schlachten, ist natürlich überwältigend und ziemlich cool. Zum Sieg! Das Conquest gehört zum Genre Fantasy. Und es ist natürlich das größte Genre in Deutschland. Anziehen! Ich mag an Fantasy, dass man auch als Einzelne oder nur als eine kleine Gruppe von Personen etwas in der Welt bewirken kann. Dein Job in der Schlachtreihe als Schwert- und Schildkämpfer ist es eigentlich nicht, den Schaden zu machen. Nee. Okay, nochmal Reihe aufstellen. Das, was wir dort gerade sehen, ist ein Spielerlager, die für sich ein bisschen üben und sich darauf vorbereiten, wenn es eben heute um 20 Uhr losgeht. Wir sind hier einmal mitten in Brokelow auf dem Schlachtfeld, was später in circa 7 bis 8 Stunden voller Leute sein wird, die einmal gemeinsam anfangen, Mythodea für 4 Tage zu bespielen. Normalerweise ist tatsächlich das Gelände ein Rittergut und Teile des Veranstaltungsgeländes sind entweder ganz normale Weiden für Pferde und Kühe oder teilweise auch Felder. Gut an NSC, Sandro. Ich bin die Ruth Bitay-Boyko, ich bin die Regie und die Veranstaltungsleitung vom Conquest. Ich und meine Kollegen, wir haben uns ausgedacht, worum es gehen soll. Wir würden ganz gerne, dass manche Schlachten gewonnen werden und manche verlieren. Ähnlich wie so eine Heldenreise. Geht halt hoch und runter. Wir werden die Spieler auch noch mal briefen, dass es einen Moment geben wird, wo man sich halt Duelle suchen soll und halt schöne Kämpfe machen soll. In diesem Jahr geht es gegen den Untot. Der Untot ist ein langjähriger Feind und wir sind angetreten, um den Untot endlich in die Schranken zu weisen. Und wir wollen Angkor Mortis, die Hauptstadt der Untoten, einmal versenken. Wir spielen epische Fantasy-Schlachten. Die Schlachten, die wir hier schlagen, sind einfach ganz klar gut gegen böse und dann können wir die auch gewinnen. Wir haben hier gerade Mittelalter-Fantasy und wenn wir so einen Lab machen, dann orientieren wir uns einfach an den großen Geschichten, die man so kennt, die einen ja auch geprägt haben. Es ist zwar ein Feldzug, das nennt sich auch Schlachtenkon, aber das heißt noch lange nicht, dass man dann nur mit dem Schwert drauf losrennt und hey, ich bin zum Kämpfen da. Sondern es ist tatsächlich Geschichten erleben, es ist Plotjagen. Mel ist Wächterin in der Wache zu Münzquell, aber nicht nur auf dem Schlachtfeld anzutreffen, denn durch eine Beförderung ist sie mittlerweile auch erste Hofschreiberin im Hofstaat. Das ist das, was die Späher bisher herausgefunden haben. Also unsere Lager sind ja völlig klar. Ja, ich weiß Bescheid, alles klar. Gut, vielen Dank. Meine Aufgaben sind, Protokolle zu verfassen. Ich kümmere mich um Karten, Diplomatiespiel. Seid gegrüßt. Eure Exzellenz, Pater Jonathan Piräus mein Name. Ich bin ein Priester, der aus Eritrea hierher gekommen ist, um eurem Herzog Unterstützung angedeihen zu lassen. Jeden fähigen Streiter können wir hier gebrauchen. Wie werdet ihr angesprochen? In meiner Heimat würde man mich mit Exzellenz anreden, aber der Titel ist euch vorbehalten. Demzufolge ist, glaube ich, Pater Jonathan das einzig Richtige hier.
gibt so ein bisschen das Klischee, dass der blasse, im Keller arbeitende IT-Nerd der übliche Laper ist. Aber wenn man auf eine Veranstaltung geht, da sind ein Haufen Lehrer. Da ist ein angehender Richter, da ist eine Erzieherin, da ist jemand, der gerade keinen Job hat. Das ist, also die Bandbreite ist schon deutlich größer. Ja? Also ich glaube, ich könnte nicht schlechter. Mythodea ist ja für viele Leute etwas ganz Persönliches. Für manche Leute ist es die Stadt, die dort hinten ist. Die ist sehr immersiv, da ist nicht so viel Fantasy-Element vorhanden. Für manche Leute sind es die Schlachtfelder. Aber ich glaube, für viele Leute ist auch Mythodea eben diese Gemeinschaft, dass man zusammen hier steht, zusammen Geschichten erzählt und dann wie bei einem guten Buch einfach hineinfällt und darin verschwindet. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich mache das ja jetzt schon 16 Jahre und so viele bekannte Gesichter. Das Besondere an der Stadt auf Mythodea ist, dass es alles gibt. Es ist wie eine richtige Stadt in Zelten, voller verrückter, wundervoller Menschen, die ganz viel Zeit investieren, um hier alles anzubieten, was man sich vorstellen kann. Von Kleidung über Giftmischereien im Spiel und aus aller Welt kommen die Leute her, treffen sich an diesem Ort und das ist ganz wundervoll, friedlich miteinander. Ich bin gerade als Badin unterwegs. Meine Badin würde als erstes in die Badengilde gehen, um dort eine Lizenz zu bekommen. Denn das muss man haben, wenn man Musik machen will in einer mittelalterlichen Stadt. Ja. Auf jeden Fall müsste Ich wollte dich nicht. Hi. Ja. Ah, ich suche die Badengilde eigentlich. Bin ich richtig hier bei der Badengilde? Ja. Spiel doch erstmal vor. Ja, ich kenne uns alle noch nicht. Spiel doch mal was Lustiges vielleicht. Oh, was Lustiges oder was Lustiges, ja? Ja, lass mich, Entschuldigung, ich kann erstmal schon mal nicht spielen, wenn ich nicht was zu trinken habe. Da war gar nicht mehr so viel drin. Nehmen wir erstmal so viel. Prost. Danke. So, du wolltest vorspielen. Ich wollte gar nichts vorspielen. Wir wollten, dass du vorspielst. So läuft das bei der Badengilde. Ja, so ist das. Angefangen. Mitgehangen, mitgefangen. Was ist der Rhythmus? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, hooray, hooray, up she rises, hooray, up she rises, early in the morning, hooray, up she rises, early in the morning. Mich fasziniert einfach, dass man irgendwo hingehen kann mit seinem Charakter und dann spielt man. In dem Fall habe ich natürlich Leute gekannt, das hilft. Aber egal, wo man hinkommt, lebt diese Welt. Und das ist das, was so real sich anfühlen lässt. Please not so early in the morning. Ich sage immer, Lab sind 11 Hobbys und man macht halt 7 davon. Und manche Leute machen gerne Musik, manche Leute stellen krasse Kleidung her und zeigen die dann. Manche Leute lösen gerne Rätsel und man kann einfach sich aussuchen, was einem gefällt und das dann machen. Und man muss halt herumlaufen und es finden und sich die Leute suchen, mit denen man das erleben kann. Aufgenommen. Ich bin in der Badengilde aufgenommen! Mit dem anderen uns zusammentun. Es bedarf eigentlich gar nicht so viel, sich darauf einzulassen. Wir können alle spielen, seitdem wir Kinder sind, lassen wir uns darauf ein. Das hier ist ein Schwert, obwohl es nur ein Stock ist und so weiter. Also wir können das, es ist im Menschen drin, spielen zu können. Und wir versuchen, alles, was stört, ein bisschen auszublenden und wegzuschaffen. Und das nennt man Immersion. Und wenn die Immersion gut ist, dann fühlt es sich einfach an wie Träumen oder Schlafen. Und da versuchen wir, die Leute so wenig wie möglich draus aufzuwecken. Hey, ihr! Ich bin auf der Suche nach Streitern aus Hornwall. Und ich habe gehört, dass hier in der Halle der Michaela einige sein sollen. So. Lodin. Nein. Ja.
Hat denn das gedauert? Wie lange haben wir uns denn jetzt nicht gesehen, Armin? Ein paar Jahre. Ein paar? Ja. Sucht euch einen Platz. Mein Name ist Taro Moritzen. Ich bin Mitherausgeber der Labzeit, das deutsche Live-Rollenspielmagazin. Ich bin so froh, hier zu sein und gegen das Pack zu kämpfen. Und hoffentlich haben Sie auch ein bisschen Silber in Ihren untoten Beuteln. Aber lasst uns bitte noch mal auf Magnus anstoßen. Ja. Skål. Auf Magnus. Wir siegreichen Toten. Das, was wir heute hier auf dem Conquest haben, ist nicht das ursprüngliche Lab. Aber was wäre es, wenn wir keine Weiterentwicklung hätten? Als Ursprung fürs deutsche Lab wird halt Drakon 1 benannt. Wobei es halt auch davor schon Spiele gab. Drakon 1 war halt für sich was Besonderes. Es wurde auch Filmaufnahmen gemacht, ja. Und diese Dokumentation hat natürlich dazu geholfen, dass man sich immer wieder daran erinnert. Erinnerungen hoch. Ja, hier war damals der Aufgang gewesen, wo wir zur Schlacht gegangen sind. Drakon war damals die erste Großveranstaltung. Das klingt heute ein bisschen lächerlich, weil es waren halt 150 Leute. Das wäre heute so ein Wochenendevent. Aber für die damalige Zeit, so viele Live-Rollenspiele auf einem Ort zu haben, das war das erste Spiel dieser Größe, was stattfand. Und es hat halt was ganz Neues ausgelöst. Das war das Faszinierende auch daran, dass man plötzlich gesehen hat, dass man nicht nur der mit dem etwas seltsamen Hobby war, sondern dass es 150 andere Leute gab, die hatten auch das seltsame Hobby. Und plötzlich war das dann eher die Wirklichkeit. Das war dann die Normalität und man durfte sich einfach da drin ein bisschen ausleben. Als wir angefangen haben, gab es nichts. Alles, was wir gemacht haben, haben wir quasi erfunden. Wir haben uns Klamotten aus dem billigsten Zeug zusammengenäht und haben einfach losgelegt. Viele Leute konnten damit nichts anfangen. Und im schlimmsten Falle wurden wir in eine Ecke gesteckt, nicht nur mit Spinnern, das kannte man, sondern mit Sektenangehörigen oder gar mit Satanisten. Denn dadurch, dass Magie eine wichtige Rolle spielt im Live-Rollenspiel, gibt es dann natürlich auch Rituale, gibt es magische Symbole, gibt es Wesenheiten, die dann auftauchen. Dieser Weihrauch möge die fremden Geister abhalten. Das im falschen Kontext gesehen kann natürlich bedrohlich und seltsam wirken. Man trägt ja nicht die ganze Zeit ein Schild um den Hals, auf dem steht, ich spiele das Ganze nur, bitte. Nehmt es nicht so ernst, wie es gerade aussieht. Und wenn solche Sachen nach außen gedrungen sind, also wenn ein Reporter da stand und sagte, ich mache gerade hier den Film meines Lebens, wie die Jungfer den Dämon beschwört, dann haben wir Schwierigkeiten gekriegt. Später haben wir dann auch gelernt zu vermitteln und den Leuten auch die Angst zu nehmen, die sie natürlich vor uns hatten. Natürlich total unbegründet. Man muss auch sagen, verwackelte Kamerabilder, die es da früher gab irgendwie, ja, die haben auch nicht dazu beigetragen, dass die Leute in den Bettlakenkostümen da jetzt als die Coolen dargestellt wurden. Das ist schon so. Und jetzt kommen eben auch Kameraleute, die das mal von der anderen Seite filmen und nicht immer nur suchen, um einen irgendwie komisch darzustellen. Eigentlich, glaube ich, wollen insgeheim eigentlich alle mitmachen. Ich bin das Auge! Ich bin das Auge!